Moin moin Leute und ein ganz liebes Willkommen zurück zu Indiana Jones and the Fate of Atlantis. In der letzten Episode haben wir den Tempel von Tikal erkundet, also einen der vielen Tempel, die es da gibt, und sind im Grab eines vermeintlichen Maya-Königs auf eine Perle von Orichalcum gestoßen. Mithilfe dieses kleinen Kumpels, dem wir jetzt leider Tschüss sagen müssen. Ach komm, noch einmal. Nur noch einmal. Orichalcum. The power of Atlantis. Siehst du mal. Können wir den nicht mitnehmen, vielleicht? Naja, ein Vögel gehören ins Freie. Das sage ich mal ganz solidarisch als Pinguin. Naja. Jetzt hat Sophia uns auch ihren geheimnisvollen Weg gezeigt, den sie gefunden hat. Ja, alles klar. Dann sollten wir mal bei den Azoren hier vorbeigucken. Oh. Wer hat gerade noch Fernweh? Och, da jetzt so ein bisschen Urlaub machen. Das hätte schon was, vor allem wo es so kalt ist. Also jedenfalls, wo ich das gerade aufnehme, ist es verdammt kalt. Ah ja, hier wohnt er also in dieser residablen, kleinen mediterranen Stadtvilla. Ja, warum nicht? This is his house? This is it. Wir klopfen mal an. I can't move it. Mr. Costa? This better be important. Be careful, Indy. Humor him. Trust me. I suppose you're selling something. If it's not a priceless artifact, I don't want it. Oh, guckt euch mal seine Augenbrauen an. Wie so ein Fauder über seinen kleinen schwarzen Äuglein. I hear you know something about Atlantis. Pa. Wouldn't tell you if I did. Ne, schade. Come on, I'm a fellow believer. Is that right? Ja. You know where Atlantis is? Actually, I'm trying to find out. Come closer, boy, and I'll tell you. You're standing on it. Impossible. No one believes me. That hurts. Oh, entschuldige, alter Mann, ich wollte gar nicht... Nice going, Indy. I could have done better. Yeah, sure. Ja, Fräulein, also... Sophia? Yes? Here, you talk to the man. My pleasure. Und das fand ich sehr cool, dass man sie auch in gewissen Situationen spielen konnte. Mr. Costa! Pipe down. I'm coming. He's a touchy old bird. Watch and learn, Dr. Jones. Well, hello, beautiful. Ach, da kommt er auch raus hier, ne? Und schwingt ein bisschen seinen Stock. Ja. Professor Costa, my name is Sophia Hapgood. Madam Sophia? A renowned psychic? I hope my friend didn't pester you too much. He's a friend of yours? Well, no, he didn't pester me that much. Ja. Actually, he's named after the family dog. Sophia, See? I see. What can you tell us about Plato's Lost Dialogue? What do you want to know? Do you have it? Nope, Schade. Have you read it? nope, Do you know what's in it? not exactly. Can you get it for me? Sorry. Do you know where we could find it? Well now, that depends. I might trade the information for a rare Atlantean artifact, such as a certain necklace I've heard about. I'll never trade away my necklace. Well then, if that's how you feel, surprise me. Would you do business with my friend here? Madame, I'll do business with anyone.
Thanks for your help. Goodbye for now. At your command, madame. Nein, lauf nicht rein, Don't be alte a stranger Schildkröte. now. He's a sweet old guy. Trade, huh? If not your Ja. necklace, then what, I wonder? Das ist ein total süßer alter Typ, ja, das ist... Excuse me. Yes? Na, wir sollten cute lieber mit niedlich übersetzen in dem Zusammenhang, glaube ich. I think you better take over. Okay, I'll think of something. Mhm. Naja, das Einzige, was wir haben, was vielleicht aus Atlantis sein könnte, ist hier diese... Excuse me. Nein, ich will nicht mit ihr sprechen, ich wollte Yes? ans Tor klopfen. Nein, jetzt hör doch mal auf. Never mind. Okay. So. Ist hier die Orikalkumperle. Mr. Costa? You again? What do you want? Ich möchte handeln. Let's talk about a trade. Okay, what you got? I'm offering this ancient coppery bead. Bead, you say? A mere bead for the unique knowledge I possess? You'll have to do better than that. Got anything else? Nee. I'll get back to you. Come back when you've got something worth my while. Don't say anything. Wie sie sich einfach umdreht und die Arme verschränkt und das Bein anwinkelt. Ja, Leute, dann müssen wir irgendwo ein ein Artefakt aus Atlantis Come on, let's go. Und wir haben ja schon was gesehen, was jedenfalls dieser Dr. Bjorn Heimdall für ein solches Artefakt hielt, nämlich diese Aalfigur, die er da gefunden hatte. Und vielleicht haben wir eine Möglichkeit, ihm die abzuluxen. Oh. Too bad. He's frozen solid. A little too dedicated to his work, I guess. Das erspart uns jetzt manche Arbeit. It looks like a bead would fit in the eel's mouth. Wow. Ja, dann probieren wir das doch mal. Mal sehen, was It fits passiert. perfectly. Whoa! Look, it melted itself right out of the ice. Cool. Doch, ach, ich mag das. Diese Kombination aus tatsächlichen historischen, naja, was sind schon historische Fakten? Aber klaren historischen Aussagen, was ist das schon? Also zwischen dem, was Konsens innerhalb der historischen Forschung Let's ist, head for the airport. und Mythologie und Fantastik, das finde ich ganz hoch faszinierend. Und das kriegt ja viele Leute auch. Ich meine, wann war das, vor 10 Jahren oder so, hatte doch Dan Brown so einen riesigen Erfolg mit so Geschichten, die um Verschwörungstheorien gingen und um die Legenden und Mythologien der mittelalterlichen Kirche und so. Ja, und letztlich funktioniert Indiana Jones ja auch genauso. Mit der Bundeslade, mit dem Heiligen Gral, mit den, was waren das, Steine von Shiva? Das weiß ich gar nicht mehr. Mr. Costa? Wollen wir mal sehen, das wird ihm jetzt wohl You reichen. again? What do you want? Let's talk about a trade. Okay, what you got? What you got? I'm offering this... I'm offering this mysterious eel figurine. Now that looks interesting. You've got a deal, mister. Now listen carefully. I don't know exactly where to find it, but the lost dialogue of Plato is in the Sprague collection. Got that? I think so. The Sprague collection. Very good. Nice doing business with you. Der alte Wucherer. The Wir Sprague reisen einmal quer um collection? die Welt. You know something, Sophia? I believe Barnett College owns the Sprague collection. Was für ein Zufall. Oh. Dr. Uberman, fantastic news. Körner, at last! See what Herr Jones has kindly provided. What on earth? Isn't it amazing? You fool! You come back to show me this prehistoric knick-knack?
Herr Doctor, I believe this knick-knack, as you call it, comes from the lost city. Then we have failed. I see no evidence here of some magical metal Plato called orichalcum. Look here. Concealed in the base is a small shiny bead. And it glitters like fire, exactly as Plato described. It's my guess we found the treasure we seek. I never guess. We must test. My God. We've done it! The energy of uranium without any radioactivity. And those smug American scientists know nothing. That gives me an idea. Suppose I place the bead inside the statue's open mouth. Naja, ist ja ein ganz heller. You saw that? Think of trucks powered by these beads. Think of tanks. Think of airplanes. Use your imagination, Colonel. Think big like the Americans. Think of bomb. Puh. Ja, das ist natürlich Mist, dass jetzt die Nazis da diese Statue in die Finger bekommen haben. Aber wir sind ihnen ja So dicht why auf are den you dragging Fersen. me in here? Plato's lost dialogue should be here somewhere. Mhm. Need some help? Oh, Yes, please, it's scary in here. Save the sarcasm, Jones. I'll meet you in your office. okay. Ja, dann gucken wir uns das mal hier an. Also, die verschiedenen Räume kennen wir ja schon aus dem Intro. Und jetzt müssen wir nur noch den richtigen Ort finden. Also, wir könnten zum Beispiel mal einen Blick hier drauf werfen. I believe it's part of the old Dunlop collection. Ja. Okay, Dunlop war nicht der Name. Ich habe ihn zwar vergessen, aber wir werden ihn schon wiedererkennen, wenn er den sagt. War das Sprague Collection? Es gibt nämlich verschiedene Orte jetzt hier im Barnet College, wo prinzipiell der Dialog sein könnte. Und das müssen wir jetzt bloß herausfinden. The label says unidentified potsherds. Ach ja, richtig. I believe it's part of the old Sprague collection. Okay. Das heißt, wir brauchen hierfür einen Schlüssel, ne? It's locked. It's locked. Ich hätte jetzt mal zielgerichtet nur diesen Lösungsweg anstreben, um euch nicht den Spielspaß zu nehmen. Denn vielleicht, wenn ihr Bock habt, das Spiel mal selbst zu spielen, das würde ich euch wirklich empfehlen, dann habt ihr vielleicht woanders den verlorenen Dialog und ihr wollt auch selbst herausfinden, wie ihr daran kommt. Also, wir müssen jetzt wieder ein paar irrwitzige Dinge miteinander kombinieren. Wir müssen ins Büro gehen und wir finden dort, wie das für Professoren üblich ist, im Kühlschrank eine alte Mayonnaise. Alle Professoren haben alte Mayonnaise in ihren Kühlschränken, weil das total gut für alle ist. Well, don't just stand there. Go find Plato's Lost Dialogue. Oh, ist sie wieder ätzend. So, Icebox. Phew. Guess I should have cleaned it out. Ja, vielleicht. Aber vielleicht ist es auch gut, dass du es nicht gemacht hast, Indy, denn I guess it's mayonnaise, but it looks like used motor oil. das passiert halt mit Mayonnaise nach einer Zeit. Ich frage mich übrigens, Leute, früher dachte ich immer, das hier, was ich hier gerade mal so ein bisschen umrande, das sei so eine Art Pinsel dabei, aber das hier scheint bloß der Deckel zu sein und das hier das Etikett, ne? Ach ja, Pixel Art. Also wir gehen wieder hoch. Es kann übrigens sein, also am Anfang bin ich noch sehr, sehr sicher, aber es kann sein, dass ich später dann mal ein bisschen hänge. Besonders, ich spoilere nicht. Aber besonders im letzten Drittel des Spiels, da muss man
Muss man sich gut erinnern. Mal sehen, ob ich das tun werde. Ich werde jedenfalls nicht in den Walkthrough gucken. Nein, das mache ich nicht. So. Denn jetzt können wir diesen Totempfahl hier ziehen. Und zwar bis unter das Loch. Und hier können wir jetzt hochsteigen. Und sind wieder in dem Screen, in dem wir am Anfang auch waren. Und wenn wir jetzt hier diese Urne öffnen, dann müsste da drin eigentlich... Looks like someone's ashes in here. Feels like there's something loose in here. Ja, A key? jawohl, ein kleiner Schlüssel sein. Der wäre da übrigens nicht drin, wenn nicht, wenn der Dialog nicht Teil hier der Spray Collection wäre. Aber nun I können already wir... have it. Ja, das stimmt. Ich wollte auch das hier machen. There's a manuscript inside. So ist The es. Lost Dialogue of Plato. Mhm. Ah ja, der Hermokrates. Und von Charles Stern hat unterschrieben, der das ganze Ding offensichtlich 1922 übersetzt hat. Soll ich mal versuchen, das hier zu übersetzen? Ich probiere es einfach mal. Jetzt endlich habe ich Platons verlorenen Dialog komplett übersetzt. Das griechische Original ist verloren, also habe ich den den arabischen Text benutzt, den ich in einem italienischen Kloster Jahre zuvor gefunden habe. Und dabei dachte ich mir, das sei eine lächerliche Fälschung. Jetzt frage ich mich, könnte dieses bemerkenswerte Buch das Geheimnis des lang verloren geglaubten Atlantis enthalten? Vielleicht nicht. Niemand will es oder wird es veröffentlichen, das ist mal klar. Die Angst davor, sich lächerlich zu machen, ist zu groß. Um sicher zu sein, habe ich es als Kopie nach Sprague geschickt. Zu Sprague, ist das ein Typ oder ist das ein Institut? Keine Ahnung. So, ungefähr wisst ihr jetzt, was hier drin steht. Und wir haben hier verschiedene Seiten, deren Informationen wir im Verlaufe des Spiels benutzen müssen. Und was ich ganz nett finde, ist, dass das tatsächlich in Dialogform geschrieben ist. Also der Dialogpartner von Sokrates, Hermokrates, erzählt hier und erzählt hier und erzählt hier. Und Sokrates antwortet ihm dann. Obwohl es eigentlich untypisch ist, dass es so ist. Normalerweise redet Sokrates seitenweise und dann sagen die Leute sowas wie Panumen un, Pantapasin oder Megun oder so. Das heißt immer so viel wie ganz und gar oder Aletos, Apis Sokrates. Wahr redest du, Sokrates, oder ganz hervorragend redest du. Und die sind oft dann gar nichts anderes als so Ja-Sager für den guten Sokrates. Naja, alles klar. Dann gehen wir jetzt mal hier ins Büro und erzählen Sophia von unserem Fund. Los, mach hinne. I got it. I found Plato's Lost Dialogue. Really? Our jungle friend Sternhardt is quite the scholar. Let me see. Genau, das haben wir eben schon gesehen. I don't see how this will help us find Atlantis. Ach, Sophia. Das hier ist einigermaßen wichtig. Hast du nicht Platos Zahlenirrtum in Hinsicht auf zehnfache Vielfache bemerkt? Didn't you notice Plato's tenfold numbering error? So he got his dates mixed up. Why is that so important? Plato's error means distances could also be wrong. So what if they are? If Plato is right, Atlantis is in the Mediterranean. You mean 300 miles from Greece instead of 3,000? Mhm. Yes, the cradle of civilization. You could be right. He once told me he came from the middle of the world. That's what Mediterranean means. He. Good old Nurab Sal. I'm starting to like him. Wait, quiet. I think I'm getting something. So, Mr. Sal, what's the secret? Be patient, he's lost. No. But I think I know how to guide him home. Oh je. Among the artifacts that Kerner stole was a Oh, small yeah. stone disc with a hole in it.
I'm sure it was one of the 3 stones mentioned in Plato's book. Mhm. And I didn't find it. I bought it from Alain Trottier in Monte Carlo. Why should he help us? Or was it Omar Al-Jabbar in Algiers? Ach, Sophia. Either way, Algiers or Monte Carlo. This much I do know. We need all 3 stones if we want to find Atlantis. Mhm. Denn sie hat jetzt im Dialog gelesen, dass man 3 Steinkreise braucht, Steinscheiben braucht, mit denen man sich an den entsprechenden Toren identifizieren kann, um dann Zugang zu erlangen. Ja, also... How will I find Trottier and Al-Jabbar? Not so fast. First, I'm going to tell your fortune. Muss das sein? Look into my eyes. Deep into my eyes. For Pete's sake, I'm not going to hurt you. Now hold still. You are a remarkable man, Dr. Jones. You possess great strength of character. You are resourceful. You trust others and want them to trust you. The most promising path to Atlantis, therefore, is the one we both must take together as a team. Alles klar. Hier sind wir jetzt an einer sehr, sehr wichtigen Stelle des Spiels angelangt, nämlich an der Stelle, wo wir unseren Pfad wählen können. Wir können zusammen mit Sophia uns auf die Reise machen. Wir können den Action-Weg nehmen, oder Path of Fists oder wie der heißt. Und wir können den Rätselweg nehmen alleine, also 2 Wege alleine und einer mit ihr zusammen. Die meisten Leute sagen, der mit ihr zusammen ist der einfachste und der Rätselweg ist der schwierigste. Ich gehe am liebsten mit ihr zusammen, nicht weil es der einfachste ist, sondern weil ich irgendwie ihren Humor mag. Und das werden wir auch in diesem Let's Play jetzt so machen. Aber wenn ihr das mal selber spielen wollt, dann könnt ihr euch ja für einen der anderen beiden Wege entscheiden. Wenn ihr zum Beispiel den Rätselweg nehmt, dann werdet ihr, ich glaube auch, wenn ihr egal welchen Alleineweg ihr wählt, werdet ihr einen ganzen Schauplatz erleben, auf den wir jetzt nämlich nicht gehen werden, wo wir nicht hinfliegen werden, nämlich Terra oder Santorin, ne? Diese Insel da in der Nähe von Kreta. Das ist vielleicht spannend, aber wir haben uns von ihrem Zukunftshokuspokus überzeugen lassen. All right, I'm convinced. You can come along. Then let's go, partner. Ich bin mir nicht sicher, ob ich finde, dass das, nein, natürlich, wir bleiben dabei. Oh. Let's get going. We can still catch tonight's clipper. You make it sound so romantic. Sehr schön. Jetzt haben wir also die Auswahl, ob wir nach Monte Carlo wollen oder nach Algier. Ich weiß gar nicht, wie viel... Ah ja, die Folge ist schon fast zu Ende. Also wir fliegen jetzt nochmal eben nach Monte Carlo rüber. Weil man ja überhaupt keinen Unterschied merkt zwischen Monte Carlo oder der Wüste. Na gut. Well, here we are. In der Tat. But what does Trottier look like? How should I know? I've never actually met him. Ach so. We did all our business by mail. Ach so. What makes you think we'll find Trottier here? All his letters mention how much he likes strolling under the bright lights. Mhm. Suppose Trottier shows up. What then? Bring him up to my room. This plan sounds kind of harebrained to me. Don't worry, it'll work. He used to have one of the 3 stones. If we can coax him into a seance, he might let us have it. Mhm. A seance? I'll go get ready. Wie sie einfach überhaupt nicht antwortet. Ja, das ist ja ihr Business sozusagen, ne? Alles klar, Leute.
Habt herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir werden unsere Reise nach Atlantis das nächste Mal hier an dieser Stelle fortsetzen und werden mal gucken, wer von diesen sympathischen Herren der gute Alain Trottier ist. Und werden dann mal sehen, ob wir ihn zu einer Seance überreden können mit Madame Sophia. Sie scheint ja bei den Leuten recht gut gelitten zu sein, während wenn Indiana Jones seinen Doktortitel auspackt, das immer niemanden interessiert. Das ist glaube ich, ein Teil der Frustration seines Schicksals auch. Wir wollen mal gucken, ob das so bleibt. Erstmal wünsche ich euch einen tollen Tag oder eine gute Nacht wie hier in Monte Carlo oder was auch immer gerade gut für euch ist. Und ich freue mich aufs nächste Mal, Leute. Tschüssi!